Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute habe ich mal was anderes, beides sozusagen. Wir fahren heute mit dem 1629, aber ein Kollege fährt, den muss ich neu anlernen. Habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eine Gelegenheit, euch auch mal so einen Dienst aus der Sicht, wenn man hier vorne sitzt, zu zeigen. Weil wenn ich fahre, dann könnt ihr ja nichts sehen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, Leute. Wir steigen mal direkt ein im Kreisverkehr. Wir fahren jetzt unseren ersten Dienst zu der Haltestelle. Die 118 fahren wir gleich in der Geist. Das ist der Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe. Ljubijan Perez heißt er. Er kommt aus Kroatien. Er hat auch einen kroatischen Führerschein mit eingetragener Nummer 95. Das heißt, er brauchte hier, so wie er mir das erzählt hat, keine IHK-Prüfung machen. Ja, ich habe den schon letzte Tage gehabt, da ist er auch schon gefahren und heute fährt er den Dienst komplett alleine. Ich bin immer mit dabei. Er hat auch eine eigene Kasse, der hat eine eigene Chip, der hat schon alles. Wie gesagt, wir fahren hier auch mit dem 1629, den hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Ich kann ab und zu, wenn wir leer sind, auch mal nach hinten fahren. Hinten fahren, sage ich schon, hinten gehen und euch den Motor, Sound und die Sicht mal von hinten euch zu zeigen. Mal was anderes als immer nur Busse, jetzt auch mal mit Fahrer. So, jetzt bin ich hier hinten mal angekommen und das ist wirklich warm, weil der Motor, der ist ja hier hinter, ich guck mal, der ist richtig warm. Das merke ich von vorne, wenn ich am Fahren bin, ja gar nicht, dass hier hinten so warm ist. Ja, der hat auch zwar Klima, aber kann sein, dass er den noch nicht anhat. Aber für die Fahrgäste, wenn die hier so sitzen, ist schon ziemlich warm. Weil er Klima hat, gibt es hier auch keine Fenster, die man aufmachen kann. Ja, die Dachluken, die kann man aufmachen. Die Dachluke ist zwar auch auf. Ich muss mal nachher schauen, warum die Klima nicht klappt oder ob er die überhaupt gar nicht anhat. Aber wie gesagt, er fährt gut. Jetzt muss er auch nur noch in der Zeit gut sein. Ich habe den die Tage zweimal fahren lassen. Einmal alleine die Rückfahrt von Hamm, die S10 nach Lünen. Und am nächsten Tag habe ich ihm dann die letzten Fahrten hin und zurück fahren lassen. Da hat er nur 4 Minuten Verspätung gehabt. Das zählt nicht als Verspätung. Und heute lasse ich ihn mal komplett fahren. Das ist sozusagen die Endabnahme. Dann kann er Montag alleine fahren. Ab und zu, wenn nicht so viele Fahrgäste sind, wenn er am Kassieren ist oder so, kann ich euch ja mal dazu nehmen und ihn aufnehmen. Ja? So, jetzt laufen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ihr könnt in der Zeit mal den Motorsound genießen. Gar nicht so einfach, so zu laufen und zu filmen. Hier vorne ist es schön kühl. Maskenpflicht gilt immer noch, der Busfahrer nicht, aber ich muss eine Maske tragen, wenn ich hier sitze. Von hier kann ich auch genau sehen, wenn jemand drückt, da oben ist die Haltestelle, ob er das gesehen hat, damit ich einschreiten kann, wenn er mal eine Haltestelle übersieht oder nicht weiß, dass jemand aussteigen möchte.
Auch dieser Bus ist ausgestattet mit den neuen Assistanten hier. Das habt ihr ja noch nicht gesehen. Wenn ihr mehr über diese Assistanten hier, da vorne sind auch noch welche, sehen wollt, könnt ihr gleich im Anschluss auf Busfahrschule OE euch das angucken. Der Citaro C2 hat das auch eingebaut und da habe ich das ausführlich alles beschrieben. Könnt ihr im Anschluss gleich gucken. So, wir fangen mal gleich mit der Haltestelle 118 in der Geist an. Und wenn da nicht allzu viele Leute sind, dann kann ich auch mal so versteckte Kamera euch so ein bisschen zeigen, was der Kollege hier macht. Das war ich. Ich bin mit dem Rücken hier dran gekommen. Okay, er hat schon geguckt. Und da oben steht auch, Wagen hält. Ne, hält er natürlich nicht. Wir fahren durch. So, bis später. So, wie ihr sehen könnt, sind wir mit dem 1629 unterwegs. Das ist der Kollege. Hallo. Wie war dein Name nochmal? Lubian, ne? Luban. Ja. Perez. Peser. So, das sage ich immer wieder falsch. Aber er versteht Deutsch. Wie gesagt, Näheres dazu, wenn ihr auf Busfahrschule OE guckt, dann habe ich ihm seine Historie erzählt. Da vorne ist die Kamera. Könnt ihr auch noch mal sehen. Ja, da ist sogar noch jemand dagegen gekommen. Wie gesagt, aus der Sicht hier. Aber wie gesagt, alles zu diesen Assistanten findet ihr nachher in dem anderen Kanal, auf dem Kanal. So, gut, jetzt warten wir hier, wir sind Haltestelle in der Geist. Wir warten jetzt noch 3-4 Minuten und dann geht's los. Er fährt heute die Linie komplett alleine. Ich sage ihm mal, der soll einschalten. Lübern, du kannst jetzt schon draufdrücken da, dass wir gleich losfahren, dann kann ich sehen. Jetzt müsst ihr das gleich umschalten. Ja, die 118. Erstmal Richtung Zopp. Und der wird ja auf der Lippe Berufskolleg wird er dann zu S10. Super. So Leute, wir fangen mal die Linie an und gucken mal, was uns erwartet. Nikolaus-Großschule. Ansage klappt schon mal. Nikolaus-Großschule. Mal gucken, wo das ist. Das hier ist nur Schulbushaltestelle für den Kindergarten. Die eigentliche ist hier vorne. An der Lüne. An der Lüne. Hier muss er noch ein bisschen dichter ranfahren, wie ihr sehen könnt. So ist recht schön, direkt an dem Kreuz hier. Da muss der Busfahrer halten. Im Moment haben wir 5 Minuten Verspätung, aber gleich gibt es Passagen, wo er schnell fahren kann. Im Moment haben wir 5 Minuten Verspätung. Jetzt gibt es aber eine Strecke, wo er ein bisschen Zeit aufholen kann. Am Ende, wenn wir am Hamm angekommen sind, mal gucken, ob das plus minus 0 ausgeht. Bin mal gespannt, ob er jetzt an die Warnblinkanlage denkt. Hier muss er die einschalten, hatte ich Ihnen mal gesagt. Allee Center, Ritterpassage. Ja, er hat dran gedacht, hat er erstmal gesucht, wo der Schalter ist. Aber wir haben nur 1 Minute Verspätung. Wenn man bedenkt, dass der 29 diese komische Anfahrt Verzögerung hat, ist das ein gutes Omen, dass er Montag ohne Verspätung fahren kann. So, wir haben gleich Hauptbahnhof Hamm vor uns.
Dann wird er alles umstellen auf die Rückfahrt. Dann setzen wir wieder ein. 4 Minuten haben wir jetzt hier sogar noch Standzeit. Hamm, Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz. Genau, einmal rund. So, noch ein paar technische Hinweise gegeben. Mit dem Absenken, der hat ja keine Absenkautomatik, den muss er immer manuell einstellen. Und mit dem Ticketverkauf so ein paar kleine Tricks, die ich immer so drauf habe. Das erzähle ich immer den neuen Fahrern. So, pünktlich wieder abgefahren. Jetzt geht es weiter nach Lünen. Wie ihr sehen könnt, wir haben sogar 2 Minuten hier noch Standzeit. Ja, und da könnt ihr auch noch mal sehen, für diejenigen, die immer noch nicht mit dieser FFP2-Maske, ja, da steht es auch noch mal drin. Die regen sich ja immer noch auf mit dieser Maskenpflichtgeschichte, was ich da mal hochgeladen hatte. Ja, da steht es drin, an der Haltestellen ist es Pflicht, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Und natürlich im Bus auch. Ne, guck, der Fahrgast, der trägt auch. Und wenn man jetzt umschwenkt, ich auch. Nur der Fahrer, der braucht nicht. Der ist ja geschützt hier durch seine Scheibe. Ja, so viel dazu. So, wir sind wieder in der Firma. Wir haben jetzt Feierabend. Der Bus, der muss noch getankt werden. Ich lasse ihn mal alleine alles machen, weil Montag fährt er schon alleine, damit er keine Probleme hat. Unsere Schätzchen, die stehen hier noch alle. Schön weiten Bogen holen, genau. Die Mauer muss er aufpassen. Sehr gut. Im Spiegel könnt ihr das auch sehen. Sonne. Ja, passt. Und Sonne plus. Ein Bus ist vor uns. Okay, der muss ja auch tanken, aber so wie ich den kenne, der will den auch bestimmt waschen. Mal schauen. Und hier ist es immer gut, dass er da den Spiegel aufpasst hinten beim Umdrehen. Genau. Ah, der Kollege wäscht nicht, das ist gut. Super. Ganz genau. Der Tank links ist hier. Okay, reicht schon. So, erst braucht man natürlich den Kilometerstand. Okay. Ich schreibe das auch noch mal auf die Tachoscheibe, dann nehme ich die Tachoscheibe immer mit. Manchmal vergesse ich das immer. Die Kilometer. Wunderbar. Super. So, der Kollege geht jetzt zum ersten Mal alleine. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Wir verfolgen das noch von hier. Kilometerstand. Tachoscheibe mitnehmen. Ich bring dir, warte. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Tachoscheibe immer mitnehmen. So, ich bring dir Tachoscheibe. Ich sag dir Kilometer. 363 858. So, er geht jetzt tanken. Wie gesagt, hier muss man erst alles so eingeben. Der andere Kollege, der hat 59 Liter nur gebraucht. Mal gucken, wie viel wir verbraucht haben.
Hier können wir noch mal sehen. Genau. Zu weit gefahren, okay. Das sind so Feinheiten. Ich achte immer darauf, wenn du musst noch demnächst mal, wenn diese Tank genau mit dem übereinstimmt, so, ne, dann passt das. Super. AdBlue haben wir gerade geguckt, braucht nicht getankt werden. Ihr wisst ja, AdBlue, der hat hier versteckt und unser AdBlue Tank, der ist ja hier. Ja, somit verabschiede ich mich gleich von euch und das war's. Genau, jetzt einfach wieder da aufhängen. So, jetzt fährt er da gleich raus. Und mal gucken, wo noch was frei ist. Ich glaube, auf der anderen Seite ist noch was frei gewesen. Ja, ganz vorsichtig macht er das, das ist gut. Er fährt auch zum ersten Mal unsere Waschstraße lang. Hier ist natürlich wieder alles voll. Der muss noch mal ganz da hinten durch. Okay. Oh ne, hier ist noch einer. Hier ist noch einer frei. So, das ist ein bisschen eng. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Könnt ihr sehen, hinten muss er aufpassen. Und vorne langsamer, Junge. Langsamer. Ja. Halben Meter kann er noch. Ist okay. Ja. Weil der eine Zusatzspiegel da hinten, auf den muss man aufpassen. Und wenn man drin ist, natürlich hier drauf aufpassen, dass das hier nicht zu eng wird. Aber er kriegt es hin. Super. Jetzt muss er den nur gerade ziehen. Jawohl. Perfekt. Super. So Leute, ich verabschiede mich von euch mit diesen letzten Bildern. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Und ihr startet nächste Woche wieder mit uns, wenn wir wieder neue Busse oder neue Busfahrer diesmal vorstellen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oey.